In diesem Video wollen wir einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, anhand der Equity eine dynamische Positionsgröße für Verkaufstrades zu berechnen. Schauen wir uns mal an, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine einfache Handelsstrategie auf der Grundlage des Eigenkapitals und des Saldos des Kontos durchführt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst müssen wir MetaEditor starten, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir beginnen damit, die Datei Trade.mkh einzubinden, die uns die Handelsfunktionen zur Verfügung stellt. Dann erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade, die wir zur Ausführung unserer Handelsoperationen verwenden werden. Innerhalb der Funktion onTick, die jedes Mal aufgerufen wird, wenn ein neuer Tick für das Symbol empfangen wird, beginnen wir mit der Berechnung des Bitpreises. Wir verwenden die Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolBit, um den aktuellen Bitpreis für das Symbol zu ermitteln. Mit der Funktion NormalizeDouble wird der Bitpreis auf die in Digits angegebene Anzahl von Ziffern gerundet. Anschließend wird das Eigenkapital des Kontos mit der Funktion AccountInfoDouble und dem Parameter AccountEquity berechnet. In ähnlicher Weise wird der Kontostand mit der Funktion AccountInfoDouble und dem Parameter AccountBalance berechnet. Anschließend wird die Positionsgröße berechnet, indem das Eigenkapital durch 100.000 geteilt und das Ergebnis mit der Funktion NormalizeDouble auf 2 Dezimalstellen gerundet wird. So erhalten wir die Positionsgröße in Lots. Wir prüfen, ob das Eigenkapital mindestens gleich dem Saldo ist. Wenn diese Bedingung erfüllt ist und es keine offenen Positionen gibt, geprüft mit der Funktion PositionsTotal, eröffnen wir eine Verkaufsposition. Wir verwenden die Funktion Trade.Sell, um den Verkaufsauftrag auszuführen. Die Parameter für die Sell-Funktion sind die Positionsgröße, das Symbol 0 für das aktuelle Symbol, der Bitpreis, der Take-Profit-Preis, Bit 150 Punkte, der Stop-Loss-Preis, Bit 150 Punkte und ein Kommentar 0. Schließlich erstellen wir eine Chart-Ausgabe mit der Comment-Funktion, um den Saldo, das Eigenkapital und die Positionsgröße auf dem Chart anzuzeigen. Sobald wir den Code programmiert haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn der Code erfolgreich kompiliert wurde, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der eine Verkaufsposition auf der Grundlage des Eigenkapitals und des Saldos des Kontos mit nur wenigen Zeilen MQL-Code eröffnet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, der Expert Advisor läuft so wie bei mir. Falls das zu schnell war oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf der Webseite. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.